wenn man fertig ist, ist man fertig. Ich sagte gerade, das beflügelte Wort, das Schlimmste am Camping ist das Camping. Die Nacht war Zu kurz. kurz, super windig. Ich habe irgendwie um 12:30 der Dunkelheit noch die Sturmspannleinen Nein. äh, nachgezogen, angebracht, wie auch immer. Haben wir noch nie vorher benutzt, haben wir nicht gebraucht und plötzlich so, okay, wie geht das? Ist super. Wenn man zu der Gattung Mensch gehört, die Manuals nicht liest, ist das manchmal nicht von Vorteil. Egal. Jedenfalls gibt es jetzt Frühstück und dann geht's weiter. Heute wahrscheinlich bis nach Hirtshals. Und dann sind es nämlich morgen nur noch 50 bis Skagen. Und dann Ist schon vorbei. geht schon wieder nach Hause. Naja, gut. Jetzt erstmal frühstücken. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. So, Frühstück ist drin. Wir stehen hier gerade vor dem angeblich der größten Sandburg der Welt Das Schöne an dieser riesen Sandburg ist, dass sie in den Farben der Ukraine-Flagge ist. und eine Friedenstaube drauf ist. Genau, wir sind in Blockhus. Wir fahren heute von Blockhus nach Hirtshals. Das sind knapp 60 Kilometer, also nicht mehr so viel. Ein Stück soll über den Strand gehen, da sind wir sehr gespannt darauf. Der Wind kommt heute nicht mehr von hinten, sondern mehr von der Seite. Das kann ein bisschen fies sein. Ja, schauen wir mal. Los geht's. Windschutz? Ja, das war wirklich perfekt. Wir haben uns schon die ganze Zeit eigentlich darüber unterhalten, wie es wäre, so ein Haus in den Dünen zu haben, wo man dann in der Badewanne liegt und den Blick aufs Meer hat. Der ist ein bisschen tief, würde ich sagen. Jetzt kommt ein spannendes Stück Radweg, denn der geht über diesen Strand. Das ist super schön und Das ist super schön, aber wenn man, ihr seht hier, ist ein bisschen Wind. es ließ sich aber erstaunlich gut auf dem Sand fahren. Und auch der Wind war dann gar nicht mehr so schlimm. Und ganz ehrlich, wie cool ist es bitte, einfach mal auf den Strand zu fahren. Und näher am Meer geht's ja fast gar nicht. Ja, happy? Ja, richtig cool. Richtig cool, am Strand lang zu fahren. Ja, diese 5 Kilometer von Grünheustrand bis nach Löcken waren wirklich sehr besonders. Zwischendurch war es ein bisschen wabbelig, wo der Sand ein bisschen weicher war, aber insgesamt war es ein ziemlich spannendes Erlebnis. Und eine Sache, die es hier bei uns in Deutschland so nicht so richtig gibt. Zumindest ist sie wenig bekannt. Eine kleine Düne. Was ein Ritt. Die letzten, weiß nicht, 20 Kilometer oder sowas, 25 vielleicht oder sogar, war einfach nur nervig, stressig.
Wind von irgendwie 40 bis 65 km/h laut Wetter-App. Kein Radweg an der Straße. Autos, die teilweise echt eng überholt haben heute. Also zum ersten Mal fand ich heute Verkehr in Dänemark nicht so geil, muss ich sagen, auf der Strecke. Nicht haben wir auch weder was gefilmt, noch was fotografiert, noch irgendwas gemacht, weil wir einfach nur genervt waren. Wir wollten mit diesem schönen Leuchtturm. Das war auch nichts. Weil der Gegenwind aber zu fies ist und du kommst in den Weg rein und da kommt schon die ganze Sand entgegengeflogen ins Gesicht. Und da haben wir uns aus Gründen der Kraftersparnis dagegen entschieden. Ein andermal wieder. Ja, diese Entscheidung für uns wirklich nicht so leicht. Geht ja nicht so weit. Der Knute ist für uns doch was ganz Besonderes. Schließlich verbinden wir mit einer sehr persönliche Sache. Da wir aber wissen aus dem Winter, wie windig und wie sandig das Ganze oben ist, war das diesmal wirklich leider keine Option. Ja. Oh, hallo. Doch schließlich wurden die Wege wieder schöner. Endlich hatten wir wieder Gravel, kleine Straßen, wenig Autos und ein bisschen Wald vor uns. Da wurde die Stimmung direkt besser. Trotz der Anstrengungen des Tages wurde mir bewusst, dass dies unser vorletzter Tag war und wir versuchten jede Minute zu genießen. Ich wollte gar nicht wieder zurück in den Alltag. Ich wäre gerne nur einfach noch viele Tage so weitergefahren. Denn die ganze Natur um uns herum, die frische Luft, das Meer, davon kann ich einfach nicht genug bekommen. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Wo kommt denn der Scheiß jetzt her? Auf deinem Kopf. Ah, der Affe ist schon wieder wach. In deinem Tor. Ja. Wir stehen jetzt halt hinter Leuchtturm. uns, seht ihr den Leuchtturm. Vor uns das Augenmeer. Meer. Bunker, 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 ganz da hinten vielleicht. Da so. Da seht ihr eine Fähre. Damit geht es nach Island oder Norwegen. Nur nicht für uns, weil wir haben zu Hause eine Katze, die auf uns wartet. Leider nicht diesmal, vielleicht ein anderes Mal. Ja. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Und gleich sind wir auch am Ende unserer heutigen Tour Tour. für heute, genau. Wir sind jetzt in unserer Unterkunft für heute Nacht angekommen, auf dem Campingplatz und wir haben hier so eine kleine Holzhütte, weil es echt windig ist und wir keine Lust haben, heute nochmal bei dem Wind unser Zelt aufzustellen. Und zumindest heute Nacht mal ein bisschen Schlaf nachholen, weil es letzte Nacht so spät geworden ist. Und ich glaube, das schaffen wir hier. Wir sind windgeschützt, wir haben jetzt schon gegessen und wir gucken uns auf jeden Fall noch den Sonnenuntergang an heute.